bin der Luc, ich bin Projektleiter bei Belotti Motors. Als ich Vater geworden bin, habe ich mir das halt beim ganzen Velofahren nochmal überlegt und habe dann gedacht, ist das nicht vielleicht unverantwortlich, wenn ich mit meinen Kindern auf einem Velo fahre und nebendran fahren so grosse Fahrzeuge. Also dass man dann vielleicht einfach mal so die Ökologie hinten anstellt und zuerst auf sich schaut und einfach denkt, hey, muss ich nicht zuerst meine Familie schützen? Aber für uns hat das eigentlich so nicht gestimmt. Ich möchte jetzt kein SUV kaufen. Ich habe das Gefühl, für die Zukunft und gerade in Städten müssen wir leichte Fahrzeuge haben. Und da haben wir eben gedacht, hey, wir gehen einfach mal zurück in die Geschichte des Autos und schauen mal, wie es dann ganz am Anfang war. Und das war nicht immer schwer. Das ist auch so etwas, was sich so aufgeschaukelt hat. Und gerade jetzt, wenn man es schaut, ein Familienauto, es wird jedes Jahr schwerer. Und irgendwann müssen wir das aber brechen. Wir haben probiert, die Kategorie Velo so bis aufs Maximale auszureizen. Darum sind wir auch genau 1 Meter breit. Und haben eigentlich alles probiert einzuhalten, was in der Schweizer Verkehrsgesetz noch ein Velo muss einhalten muss. Und das ist halt wirklich völlig ausgereizt. Auch mit dem Gewicht sind wir gerade so an der Grenze. Das heisst, wenn ich mit 2 Kindern drauf bin, treffen wir gerade so die 200 Kilo. Wir haben jetzt wirklich einen kleinen Akku und mit dem, was wir jetzt haben, mit 500 Watt, befördere ich mehr 2 Kinder im Bereich von 20 Kilometern. Und das ist eigentlich auch das, was die meisten Autos machen. Man einfach hier unten sieht man, es ist einfach ein Gaspedal. Wir haben 2 Bremsen, die vorne links und rechts sind Trommelbremsen, 90 mm. Und das lenkt auch gut zum Bremsen. Wir werden eigentlich nie richtig schnell. Und hinten halt das Kindersitz, das wir haben, wo 2 Kinder drauf können. Und hat auch gut gepolstert. Und uns ist halt wirklich bei dem jetzt, es ist ein Experimentalfahrzeug. Was erreichen wir eigentlich mit diesem Fahrzeug? Und was wir jetzt von den Rückmeldungen haben, ist, dass autofahrende Menschen finden das Fahrzeug toll. Und ich würde jetzt wahrscheinlich ein Cargo-Bike nicht toll finden. Und sie würde auch sonst so die Lösungen, die jetzt langsam auf den Markt kommen, die modern aussehenden, so verschaltete Dinge, die werden eher belächelt. Und das ist eigentlich das, was uns jetzt auch so glücklich macht, dass Autofahrer oder autofahrende Menschen schauen das an und sehen ein Auto, sehen eigentlich wie ein Vorgänger von dem Fahrzeug, das sie fahren, und nicht eine moderne, öko-angehauchte Konkurrenz. Für mich ist etwas vom Tollsten, ist eigentlich, wenn ich mit meiner Tochter unterwegs bin und es kommt jemand und sagt, wow, ihr habt ein schönes Velo, und wird sie richtig hässig und sagt, das ist ein Auto. Und das ist wirklich etwas, was mich so, und ich jetzt merke, dass wir können etwas ändern können. Meine Tochter wächst jetzt auf im Verständnis, hey, das ist ein Auto, das ist unser Familienauto. Und das haben wir uns selber gebaut. Und das wünsche ich mir eigentlich auch für die Zukunft, dass es weiter in die Richtung geht.